In Schulen ist es heutzutage, glaube ich, immer noch eher so eine Art Tabuthema in dem Sinne, dass es wenig im Lehrplan vorkommt. Also es gibt überall jetzt inzwischen in sehr vielen Bundesländern so Lehrpläne für sexuelle Vielfalt, wo es dann auch um Diversity geht, aber bis das umgesetzt wird, also das dauert, glaube ich, noch sehr, sehr lange. Ein Punkt, der schon mal eine Rolle spielt, ist, dass es kaum Lehrmaterialien dazu gibt. Dann sind Lehrkräfte, glaube ich, auch unsicher, das kann ich sogar nachvollziehen. Also man spricht ja doch über sexuelle Identität, über Sexualität, aber man spricht, glaube ich, auch nicht so gern über Heterosexualität. Also Heterosexualität kommt natürlich vor irgendwie im Unterricht. Weiß ich nicht, wenn Romeo und Julia gelesen wird, dann ist da halt einfach Heterosexualität. Aber man würde es jetzt auch nicht irgendwie wirklich bewusst thematisieren. Ja? Sozusagen, und dann kommt natürlich dazu, das Ganze als Identitätsfrage zu betrachten und es eben nicht nur als Sexualkundefrage. Das ist sozusagen noch mal schwieriger, das kommt auch ganz wenig vor. Also da ist irgendwie noch ganz, ganz viel da muss noch ganz, ganz viel gemacht werden. Es gibt auch ganz viele es gibt auch Studien, dass halt queere Jugendliche sich in der Schule halt immer noch unwohl fühlen. Dass auch mit dem Coming-out schwierig ist. Ich meine, das würde man jetzt nicht irgendwie nicht denken, okay, wir sind im Jahr 2020, es muss ja auch irgendwann mal vorbei sein, aber die Schule ist jetzt kein richtiger Wohlfühlort. Also sicher vielleicht auch nicht für andere, ja, auch für viele Jugendliche nicht, aber wir haben diese Kolumne im Tagesspiegel geschrieben, weil wir dachten, also die heißt Heteros fragen, Homos antworten, ist sehr niedrigschwellig angelegt. Da durfte also jeder Hetero durfte fragen, was immer er wollte. Und wir haben es bewusst so gemacht, weil wir dachten, so gerade in heutigen Zeiten, wird ja sehr viel übereinander geredet, auch übereinander geschrien. Also die Auseinandersetzung gerade in sozialen Medien ist ja auch oft eher schwierig. Und wir dachten, hey, wir machen jetzt einfach mal das Angebot, ihr dürft Fragen stellen und wir beantworten das auch. Miteinander zu sprechen ist immer besser als übereinander zu sprechen. Und so ist sozusagen das Ganze dann irgendwie entstanden. Und da waren dann also die Fragen, die kamen, also einmal waren das so Fragen, so Basics, die irgendwie immer kommen, wo man selber auch manchmal so sich die Zehennägel hochrollen und denkt, oh, nicht schon wieder. Aber das war ja genau der Sinn der Sache, dass man das trotzdem dann ganz ruhig und freundlich beantwortet. Also es sind dann so Fragen wie, wer ist bei euch der Mann und wer ist die Frau? Und seit wann wisst ihr, dass ihr schwul oder lesbisch seid? Wo man dann denkt, okay, seit wann weißt du, dass du hetero bist? Aber das kann man ja trotzdem irgendwie alles, das haben wir alles beantwortet. Ein paar waren so, würde ich sagen, so Benimmfragen. Also so darf man Leute fragen, ob sie homosexuell sind. Das ist auch eine sehr interessante Frage. Es waren aber auch sehr politische Fragen drunter. Also es fängt so an, braucht man heutzutage eigentlich noch ein CSD, wo sehr viel erreicht ist? Oder was ist mit Homosexuellen in der AfD? Auch wie ist es in der Schule, was ist mit diesem Vorwurf der Frühsexualisierung, was ist damit? Also es war so ein ganz Potpourri von Fragen. Und die uns LeserInnen gestellt haben, zum Teil auch Kolleginnen, die wir dann beantwortet haben. Und von der Resonanz her haben wir schon gemerkt, dass es offensichtlich gibt es das Bedürfnis, das auch noch zu beantworten. Oder diese Fragen auch stellen zu dürfen. Also so aufgeklärt ist die Gesellschaft dann noch nicht. Ist aber auch vielleicht zu viel verlangt. Ja, also man muss sich jetzt auch nicht in allem irgendwie auskennen. Erstmal muss man sagen, dass tatsächlich sich natürlich viel getan hat. Also es ist heutzutage sicherlich einfacher als noch in den 90-80er Jahren und das recht als in den 90-60er Jahren. Wir haben die Ehe für alle. Andererseits ist sozusagen nur dass man die Ehe jetzt heiraten kann, ist jetzt auch nicht ist sozusagen, damit sind nicht alle Probleme gelöst. Und man hat schon sozusagen, man sieht, wie man ja insgesamt sieht, dass es auch einen Backlash auch bei anderen Menschenrechtsfragen gibt. Genauso sind sozusagen natürlich queere Menschen auch wieder mehr unter Druck zum Teil, als sie es früher waren. Und also man hat das Gefühl auch, dass irgendwie trans- und homofeindliche Übergriffe auf der Straße mehr werden. Es ist zumindest, die Zahl wird größer, wobei das immer so eine Frage ist, weil die Dunkelziffer überhaupt nicht erfasst wird. Es wahrscheinlich noch mehr werden. Und man natürlich sozusagen all dieses, also was auch, wenn es eine Frage gibt, spielen queere Themen in der Schule eine Rolle. Da muss man sich sehr viel mehr erklären, da muss sehr viel mehr also sozusagen mehr Rechtfertigungsarbeit geleistet werden, als es vielleicht noch vor 10 Jahren der Fall war. Als es eigentlich gesagt, da wurde zwar auch nicht so viel gemacht, aber es wurde auch nicht so viel in Frage gestellt. Und jetzt sozusagen, gerade durch das, was so Rechtspopulismus macht, ist das Ganze unter Druck. Und man sieht ja auch in den USA, wo unter der Trump-Regierung sehr viele Errungenschaften auch einfach wieder zurückgenommen werden.